Ein wohlgeformter Po, ein knackiger Po, löst nicht selten einen Hingucker aus. Und das ist unabhängig davon, ob nun ein Mann oder eine Frau schaut. Ich habe Ihnen schon ein Video gemacht, das finden Sie hier oben. Da geht es um intensives Beintraining. Auch bei diesem Beintraining, mit diesem Beintraining, trainieren Sie automatisch immer Ihren Po mit. Heute geht es nochmal um ein Extra-Po-Training. Dazu zeige ich Ihnen eine wunderbare Übung. Machen Sie einfach mit, bleiben Sie dran und denken Sie daran, immer schön langsam trainieren. Sind Sie bereit? Los geht's! Für diese Übung gehe ich mit meinen Knien auf eine Matte. Das ist dann auf einer Matte, die ist etwas weicher für die Knie. Ich stütze mich hier vorne mit den Ellenbogen ab und gehe aus dieser Position mit meinem rechten Bein zur Seite hoch, wie ein pinkelnder Hund. Und dann gehe ich aus dieser Position mit meinem Bein nach ganz oben und wieder runter. Und das gleiche mache ich auch zur anderen Seite. Ich hebe mein linkes Knie an, gehe wieder runter und ziehe den Fuß nach hinten ganz nach oben und wieder runter. Das Ganze natürlich schön langsam. Sie können sich überlegen, ob Sie das auch lieber in dieser Position machen wollen. Dann haben Sie zusätzlich noch ein bisschen die Stützmuskulatur der Arme mit dabei. Probieren Sie es gerne aus. Wir machen das Ganze nochmal nach rechts. Knie ganz nach oben. Und dann als nächstes den Fuß nach hinten hoch. Und wieder runter. Das Ganze zur anderen Seite. Knie nach oben, wieder runter und den Fuß nach hinten und nach oben. So, jetzt haben wir zweimal. Und jetzt achten wir noch zusätzlich darauf, dass wir einen leichten Buckel machen. Und zwar so. Und dann machen wir ein rechtes Knie nach oben und gehen dann mit dem Fuß nach hinten und nach oben. Und das Ganze zur anderen Seite. Und nach hinten und nach oben. Wenn Sie in dieser Buckelposition sind, sind Sie automatisch dadurch hier unten auch weniger im Hohlkreuz und Sie fördern damit auch Ihre ganze Stützmuskulatur im Brust-, Rücken- und Armbereich und Schultern natürlich sowieso. So, jetzt mache ich das mal zur rechten Seite. Schön hoch.
wieder runter, nach hinten und oben. Und zur anderen Seite. Schön hoch. Unten. Hinten und oben. Und das Ganze zur anderen Seite. So, jetzt haben wir 5 Wiederholungen. Wenn Sie sich noch eine kleine Schwierigkeit einbauen wollen, dann gehen Sie, wenn Sie das rechte Knie zum Beispiel hochnehmen, dann versuchen Sie mal, Ihre eine Hand auf den Rücken zu legen. Dann haben Sie gleichzeitig noch Gleichgewichtstraining und natürlich etwas mehr Stützbelastung auf Ihrem Arm. Das gleiche auf der anderen Seite. Knie hoch, Fuß nach hinten und nach oben. So, das ist natürlich nur eine Variante. Sie können überlegen, ob Sie das machen oder nicht. Sie können auch einfach wieder in dieser oder in dieser Position weitermachen. Je nachdem, wie es jetzt auf Ihrem Level am besten funktioniert. So, jetzt müssten wir bei 7 sein. Ich mache jetzt noch mal einmal die Variation mit einem Arm. Und nochmal auf der anderen Seite. So, ich glaube, ich bin jetzt bei 10. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch einen weiteren Kick. Und zwar, wenn wir das Knie anheben, dann
halten wir das einen kurzen Moment in dieser Position. Und das gleiche Halten machen wir auch in dieser Position. Ein bisschen halten. Das gleiche auf der anderen Seite. Halten und wieder runter. Und in dieser Position auch ein bisschen halten. Und wieder runter. Ganze nochmal. Hoch. Halten runter. Und nach hinten und oben. Und auf der anderen Seite. Hoch zur Seite. Und nach hinten und oben. Jetzt haben wir 12. Weiter geht's mit 13. Und wir halten jetzt immer in der Position, wo das Bein oder das Knie am höchsten ist, einen kurzen Moment diese Position und setzen das Bein dann wieder ab und dann geht es weiter zum nächsten. Müssten wir bei 14 sein. Alles natürlich schön langsam. Und 15. Immer einen kleinen Moment halten. So, jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Falls jetzt welche dabei sind, denen das immer noch zu soft ist, den schlage ich vor, entweder das Ganze wieder auf einem Arm zu machen, da machen wir gleich weiter, oder wenn Sie das Knie heben, dass Sie dann das Bein einmal ausstrecken, dann haben Sie auch gleichzeitig eine Mehrbelastung auf Ihrem Po. So, ich mache das nochmal auf einem Arm. Sie können es auf beiden weitermachen, auf einem, wie Sie wollen. Ich mache es jetzt mal auf einem. Und wie immer wieder ein bisschen halten.
Und natürlich geht es in dieser Position auch, dass wir das Bein lang machen, wenn wir wollen. Machen Sie es, wie es für Sie am besten passt. Und denken Sie daran, Sie haben ja immer diese 3 Möglichkeiten. Entweder das Ganze auf den Ellenbogen zu machen oder auf beiden Händen oder auf einer Hand. So, jetzt sind wir bei 18. Und 19. Und jetzt den letzten auf jeder Seite mit 20. Super.